Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb eines Scooters der Firma Bikestar. Halten Sie sich stets an die vorgegebenen Montageschritte und lesen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Sicherheitshinweise durch. Beides finden Sie in der beiliegenden Bedienungsanleitung. Im folgenden Video wird die Montage des Bikestar 10 Zoll Kinderrollers vorgestellt. Öffnen Sie den Karton mit Hilfe geeigneter Werkzeuge. Achten Sie dabei auf einen ordnungsgemäßen Umgang, um dem Inhalt und Ihnen selbst keinen Schaden zuzufügen. Überprüfen Sie, ob folgende Komponenten im Lieferumfang enthalten sind. Wenden Sie sich an Ihren Händler, falls Komponenten fehlen. Ein Rahmenteil mit Lenker, 2 Schutzkappen und eine Bedienungsanleitung. Für die Montage benötigen Sie außerdem einen Sechskantschlüssel der Schlüsselweite 6, einen Drehmomentschlüssel und einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Für die Einstellung der Bremskraft benötigen Sie zusätzlich 2 Maulschlüssel der Schlüsselweite 8 und 10 und eine Zange. Achten Sie auf die vorgegebenen Anzugsmomente der Schrauben. Ein Überdrehen der Schrauben kann zum Defekt und in der Folge daraus zu schweren Verletzungen beim Kind führen. Entfernen Sie die tellerförmigen Transportkappen von den Radmuttern sowie die Transportkappe am Steuersatz. Die Schutzkappen werden nicht mehr benötigt, ein Aufbewahren ist daher nicht nötig. Nehmen Sie den Lenker und positionieren Sie den Vorbau im Steuerset. Beachten Sie hierbei, dass das Bremskabel quer vor der Lenkstange verläuft. Falls Sie den schrägen Klemmkonus am Ende des Vorbaus nicht, wie gezeigt, im Steuerset platzieren können, drehen Sie die Klemmspindelschraube mit Hilfe eines Sechskantschlüssels der Schlüsselweite 6 so weit auf, dass Sie den Vorbau im Steuerset positionieren können. Beachten Sie dabei die Einprägung Minimum Insert auf der Lenkstange, welche die Mindesteinstecktiefe markiert. Der Lenker darf keinesfalls höher positioniert befestigt werden. Positionieren Sie die Lenkstange in einer für Ihr Kind passenden Höhe. Für das auf dem Trittbrett aufrecht stehende Kind müssen die Griffe in etwa auf Höhe des Bauchnabels sein. Beachten Sie außerdem, dass der Lenker im rechten Winkel zum Vorderrad steht. Ziehen Sie die Klemmspindelschraube mit einem Sechskantschlüssel der Schlüsselweite 6 fest. Beachten Sie hierbei das in der Bedienungsanleitung angegebene Drehmoment von 20 Newtonmetern. Der Lenker muss nun einen festen Sitz haben und darf sich nicht mehr unabhängig vom Vorderrad bewegen lassen. Sie können die Neigung des Lenkers der Größe Ihres Kindes anpassen. Öffnen Sie hierzu die 2 Schrauben an der Vorderseite des Lenkers mit Hilfe eines Sechskantschlüssels der Schlüsselweite 6. Passen Sie nun die Neigung an. Beachten Sie, dass Sie nach Anpassung der Neigung eventuell die Höhe des Lenkers nachjustieren müssen. Haben Sie die richtige Neigung gefunden, ziehen Sie die Schrauben wieder fest. Achten Sie hierbei auf eine mittige Position des Lenkers und auf das in der Bedienungsanleitung angegebene Drehmoment von 20 Newtonmetern. Positionieren Sie am Ende der Montage die 2 Schutzkappen auf den Radmuttern des Hinterrades, um Verletzungen am Kind zu vermeiden. Sie können den Hebelweg der Handbremse der Handgröße Ihres Kindes anpassen. Beachten Sie hierbei, dass Sie durch das Verändern des Bremshebels auch eine Veränderung der Bremskraft vornehmen. Drehen Sie hierzu die Regulierungsschraube am Bremshebel mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubenziehers so weit rein oder raus, dass Ihr Kind den Hebel einfach und sicher erreichen kann, ohne den Handballen vom Lenkergriff nehmen zu müssen. Die Bremse des Rollers ist lediglich voreingestellt und muss im Rahmen der Endmontage eventuell nachjustiert werden. Das Nachjustieren erfordert Fachwissen. Ziehen Sie bei nicht ausreichendem Fachwissen einen Fachhändler hinzu. Für die Einstellung der Bremskraft benötigen Sie 2 Maulschlüssel der Schlüsselweite 8 und 10 und eine Zange. Die Bremse befindet sich am Hinterrad. Legen Sie den Roller für eine erleichterte Bedienung auf die Seite. Durch das Herausdrehen der mit dem Gewindebolzen fixierten Schraube
können Sie die Bremskraft der Handbremse regulieren. Nehmen Sie sich hierzu einen Mausschlüssel der Schlüsselweite 8 zur Hilfe. Dabei gilt: Je weiter Sie diesen Gewindebolzen herausdrehen, desto stärker wird die Bremskraft. Haben Sie die richtige Bremskraft gefunden? Drehen Sie die Mutter fest, bis diese mit dem Halteblech verspannt ist. Nehmen Sie für ein sicheres Verspannen eine Zange zum Gegenhalten der Schraube. Sollten Sie dadurch nicht die gewünschte Bremskraft erhalten, ist eine Verkürzung bzw. Verlängerung des Bremszuges nötig. Drehen Sie hierzu die Mutter am Gewindebolzen mit einem Maulschlüssel der Schlüsselweite 8 zur Schraube und verschrauben Sie anschließend beides mit dem Halteblech. Halten Sie das Bremskabel mit einer Zange fest. Öffnen Sie nun die gezeigte Mutter mit Hilfe eines Maulschlüssels der Schlüsselweite 10 so weit, dass sich das Bremskabel bewegen lässt. Ziehen Sie das Bremskabel ca. 1 cm heraus, um eine stärkere Bremskraft zu erreichen, oder lassen Sie es 1 cm reingleiten, um eine schwächere Bremskraft zu erreichen. Ziehen Sie anschließend die Mutter wieder fest. Sichern Sie dabei das Seil mit der Zange, damit es nicht zurückgleitet. Drehen Sie nun die Schraube am Gewindebolzen so weit rein bzw. raus, bis Sie die gewünschte Bremskraft erreicht haben. Verspannen Sie abschließend die Mutter mit dem Halteblech. Nehmen Sie sich für ein sicheres Verspannen eine Zange zum Gegenhalten der Schraube. Sollten Sie beim Hinterrad Schleifgeräusche vernehmen oder gar eine Blockade feststellen, müssen Sie gegebenenfalls den Verlauf des Bremsbandes justieren. Beachten Sie: Das Nachjustieren erfordert Fachwissen. Ziehen Sie bei nicht ausreichendem Fachwissen einen Fachhändler hinzu. Zum Einstellen des Bremsbandes benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher und einen Maulschlüssel der Schlüsselweite 8. Die Bremse befindet sich am Hinterrad. Wenn Sie von rechts durch die Speichen des Hinterrades schauen, können Sie das Bremsband in der Bandbremse sehen. Dieses läuft um eine Trommel herum. Beim Betätigen des Bremshebels zieht das Bremsseil am Bremsband in der Bandbremse. Das Bremsband umschließt daraufhin die Trommel in der Bandbremse und verhindert eine Bewegung dieser Trommel. Die Trommel ist durch eine Achse mit dem Hinterrad verbunden. Wird die Trommel also angehalten, kann sich auch das Hinterrad nicht mehr drehen und der Roller wird gebremst. Wie bereits erwähnt, kann es sein, dass die Lage des Bremsbandes aufgrund von Schleifgeräuschen oder einer Blockade des Hinterrades justiert werden muss. Dazu befinden sich an der Verkleidung der Bandbremse 2 Schrauben. Öffnen Sie die Muttern an den Schrauben mit einem Maulschlüssel der Schlüsselweite 8, um die Schrauben drehen zu können. Drehen Sie anschließend die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher so weit rein oder raus wie benötigt. Durch das Reindrehen wird das Bremsband aus der Richtung der gedrehten Schraube näher an die Trommel gedrückt. Durch das Herausdrehen wird das Bremsband in die Richtung der gedrehten Schraube weg von der Trommel bewegt. Achten Sie darauf, dass das Bremsband gleichmäßig um die Trommel liegt und das Hinterrad nicht blockiert. Sollte das Hinterrad blockieren, haben Sie die Schrauben zu weit eingedreht. Haben Sie die richtige Lage des Bremsbandes eingestellt, drehen Sie die Muttern an den Schrauben wieder fest, um die Schrauben zu fixieren. Im Folgenden zeigen wir Ihnen das richtige Aufpumpen der Reifen. Aufgrund von Demonstrationszwecken wird ein nicht montierter Reifen benutzt. Der auf den Reifen angegebene maximale Reifendruck darf nicht überschritten werden. Beachten Sie, dass der hier gezeigte maximale Reifendruck nicht zwangsläufig mit dem Ihres Reifens übereinstimmt.
Lesen Sie den für Ihren Reifen zulässigen maximalen Reifendruck auf den im Lieferumfang enthaltenen Reifen ab. Beim Aufpumpen der Reifen benötigen Sie eine Luftpumpe, welche für Autoventile geeignet ist. Öffnen Sie die Ventilkappe und schließen Sie die Luftpumpe ordnungsgemäß an. Pumpen Sie den Reifen nun auf, bis Sie den angegebenen Reifendruck erreicht haben. Sollten Sie noch Fragen zum Produkt, Probleme mit der Montage oder einen Grund zur Beanstandung haben, so sind wir für Sie jederzeit telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Die Kontaktdaten finden Sie sowohl in der Bedienungsanleitung als auch auf unserer Webseite. Das Team von Star Trademarks wünscht Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß mit dem Produkt.